Wenn so die Bienen und die Insekten in den blühenden Zwischenfruchtbeständen fliegen, wenn die Sonnenblume bestäubt wird oder der Ölrettich von der Biene bestäubt wird, das kann ja richtig was. Das birgt aber doch auch Nachteile, die wir eigentlich nicht haben wollen bei der Erreichung unserer Ziele. Da geht es um die Biomasse, die Veränderung der Qualität der Biomasse. Da geht es aber auch ganz, ganz entscheidend um die Menge und Qualität der Wurzelausscheidungen. Und da geht es auch tatsächlich selbst um die Biene. Dass diese frühe Aussaat, die dazu führt, dass die Zwischenfrucht auch blüht, aber trotzdem wichtig ist und aus meiner Sicht die richtige Entscheidung ist, das und vieles mehr gibt es in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutschall. Ich freue mich, dass du dabei bist. Diese Biene, diese bildhafte Biene, die die Sonnenblume und den Ölrettich bestäubt, die ist sehr schön, das gefällt uns, das gefällt auch den Spaziergängern, das macht ein gutes Bild für die Landwirtschaft. Der eine oder andere Imker findet das aber vielleicht gar nicht so gut. Wann kommt es jetzt eigentlich zu dieser Blüte einer Zwischenfrucht oder wovon ist das abhängig? Die meisten der Pflanzen, zumindest sehr viele der Pflanzen, die wir in einer Zwischenfrucht verwenden, die entscheiden, ob sie blühen oder nicht aufgrund der Tageslänge. Wenn wir da zum Beispiel vom Gelbsenf reden, vom Ölrettich reden, vom Buchweizen, diese Pflanzen, die in der Natur ja irgendwann im frühen Frühjahr keimen und sobald dann im April die Tage länger als die Nächte werden, also der Langtag beginnt, bekommen die Pflanzen den Reiz, okay, jetzt gehen wir von der vegetativen Entwicklung in die generative Entwicklung, schauen, dass wir blühen, dass wir unsere Samen bilden, dass wir uns vermehren können. Wenn jetzt so eine Zwischenfruchtpflanze bei uns in der Zwischenfrucht gesät wird, dann passiert das irgendwann Ende Juli, Mitte Juli oder Anfang August und das ist ja nicht der natürliche Zeitpunkt für diese Pflanze. Jetzt kommt die heraus und bekommt plötzlich mit, wir haben Anfang August oder Ende Juli, die Tage sind wesentlich länger noch als die Nächte. Wir sind ja schon im Langtag und müssen sofort ins generative Wachstum. Das ist sozusagen, was in der Pflanze vorgeht und das dazu führt, dass sehr früh gesäte Zwischenfruchtbestände auch sehr, sehr früh blühen. Wenn du die gleiche Zwischenfrucht dann irgendwann im September erst aussät und Mitte September, Ende September dann die Tag-Nacht gleich ist und die Tage wieder kürzer werden, dann kommen diese Pflanzen erst im nächsten Jahr in die Blüte, nämlich wenn halt wieder der Langtag beginnt. Das heißt, das ist ganz, ganz entscheidend von der Tageslänge. Auch eine Rolle spielen natürlich die Sorten. Da gibt es bei weit entwickelten Zwischenfruchtarten, wie zum Beispiel beim Ölrettich und beim Gelbsenf, Unterschiede in den Sorten. Diese sind aber nicht immer ganz klar, sind auch abhängig vom Saatzeitpunkt und sind aber auf jeden Fall ein Zukunftsthema in der Entwicklung und Verwendung von Zwischenfruchten. Und das ist auch das, wo wir uns intensiv gerade damit beschäftigen, mit diesen Sorten in den Zwischenfruchtarten. Dass wir nicht nur auf die Arten fokussieren, sondern dass wir uns anschauen, okay, was können die unterschiedlichen Sorten in der Blühneigung, aber natürlich auch die anderen Parameter, die für uns in der Erreichung unserer Ziele einer Zwischenfrucht wichtig sind. Unsere Zwischenfruchtmischungen, für dich noch zur Info, die gibt's auf farmtofarm.eu. Schau rein. Das sind individuelle Mischungen, Yours-to-Grow-Mischungen ab 25 Hektar. Das ganz einfach, findest du alles auf der Website. Kontaktiere uns auch auf WhatsApp, wo auch immer du möchtest. Wir freuen uns. Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema. Deshalb auch dieses Video. Wie gesagt, das ist optisch schön, das gefällt den Spaziergängern, den Nicht-Landwirten besonders gut. Und er bekommt auch wirklich viel positives Feedback zurück, weil halt einfach das optisch schön ist, weil das was Gutes ist und wenn man optisch auch sieht, da tut sich was in Richtung Bodenfruchtbarkeit, in Richtung Aufbau einer Diversität. Was sind aber jetzt die Nachteile? Der erste und ganz klare Nachteil ist, wenn es zur Blüte einer Zwischenfrucht kommt, dann bilden sich Samen und wenn dann die Vegetation es zulässt, diese abtrocknen können, die auch reif werden und kann es zum Aussamen kommen. Das ist aber eigentlich kein Thema der Blüte, sondern das ist dann nachgelagert und das möchte ich auch in diesem Video gar nicht so intensiv und lange beleuchten. Da habe ich auch schon ein eigenes Video dazu gemacht zu dem Thema Aussamen. Das verlinke ich dir am Schluss. Das lässt sich gut managen. Der zweite und wesentlichere Nachteil einer blühenden Zwischenfrucht ist, dass mit dem Zeitpunkt, ab dem die Pflanze ins generative Wachstum geht, das heißt, das vegetative Wachstum beendet ist und alles sich fokussiert auf nach oben gehen und blühen, alles sich fokussiert auf Vermehrung, reduziert sich auch die oberirdische Biomasse zugunsten natürlich der Samenentwicklung. Das heißt, wir im Zwischenfruchtanbau haben ja eigentlich oft gern oberirdische Biomasse, Spreu, Blätter, Stroh, damit wir einen bedeckten Boden haben, damit wir Futter haben. Und das reduziert sich dann, das deckt sich auch ganz gut mit der Erfahrung, ein blühender, abreifender Bestand wird immer dünner und alles fokussiert sich einfach auf die Entwicklung.
Viel, viel entscheidender ist aber eigentlich der dritte Nachteil, nämlich die Veränderung der Qualität der Biomasse. Die Biomasse, die oberirdische Biomasse, bei der unterirdischen Biomasse ist das nicht so extrem, sprich bei der Wurzelbiomasse, aber alles, was oberirdisch passiert, da verändert sich diese Qualität massiv je nach Vegetationsstadium der Pflanze. Das heißt, solange die Pflanze im vegetativen Wachstum ist, du kennst das von Getreide, solange das in der Bestockung ist das Material sehr, sehr leicht zu verdauen, hat ein enges CN-Verhältnis, wenig Lignin, CN-Verhältnis von 18:1, 20:1. Man kann ja bestockte grüne Gerste kauen und leicht verdauen. Sobald aber die ins Schoß geht, das betrifft auch alle anderen Pflanzenarten, wird das CN-Verhältnis länger. Wir kommen dann beim Getreide auf CN-Verhältnisse von 30, 40, 50:1. Und das Gleiche ist auch natürlich bei den Zwischenfruchtarten. Ein Ölrettich, der ins generative Wachstum geht, der in die Länge geht, der schoßt und der in Richtung Blüte geht, wird strauiger, wird zäher. Das heißt, die Qualität verändert sich, das CN-Verhältnis wird weiter, es wird holziger und damit wird die Effizienz in der Umsetzung dieser Biomasse, diese Kohlenstoffnutzungseffizienz, das heißt das Mikrobiom, die Mikroorganismen, die dieses Material umsetzen, brauchen mehr Energie, um das zu zerkleinern und letztlich in Kohlenstoff ins Wachstum der Mikroorganismen selbst einzubauen und ein größerer Teil davon geht als CO2 in die Luft. Sie veratmen etwas, sie brauchen Energie, um das Material zu verwerten. Damit sinkt sozusagen diese Kohlenstoffeffizienz. Das ist aber zum Beispiel bei den Leguminosen nicht so. Leguminosen, die verändern sich zwar auch in der Qualität der Biomasse, aber nicht so dermaßen wie Getreide oder Kreuzblütler. Das heißt, ein Klee, eine Sommerwicke hat auch, wenn sie schon blüht, noch ein relativ enges CN-Verhältnis und ist leichter verdaulich. Andererseits ist es aber auch so, dass weites CN-Verhältnis, strohiges Material, die Zersetzerpilze fördert. Das sind die Pilze, die dafür sorgen, dass eben Stroh abgebaut wird. Das können Bakterien nicht so gut, das können Pilze viel besser. Und immer dann, wenn du in einem Zwischenfruchtbestand so einen Fruchtkörper eines Pilzes siehst, dann ist das zu allerhöchster Wahrscheinlichkeit ein Zersetzerpilz, der gerade Stroh abbaut, der eine gute Arbeit leistet und ein gutes Zeichen für ein funktionierendes Biom ist. Größter Feind des Zersetzerpilzes ist die Bodenbearbeitung, weil die Hyphen durchschneidet. Das heißt, sobald die Zwischenfrucht blüht, verändert sich die Biomasse in der Menge, aber auch in der Qualität. Natürlich bedeutet das auch eine geringere effiziente Nutzung der Biomasse im Boden, im Organismusboden. Unter der Erde passiert aber auch eine ganz, ganz entscheidende Veränderung. Es ist so, dass die Wurzelausscheidungen, die unter der Erde passieren, genauso aber auch die Wurzelbiomasse natürlich abhängig davon ist, was ober der Erde passiert und auch von diesen Growth Stages oder diesen Wachstumsphasen. Solange die Pflanzen im vegetativen Wachstum sind, und da gibt es eine interessante Studie, die sich das bei Weizen und Raps genau angesehen hat, solange diese Pflanzen im vegetativen Wachstum sind, nutzen sie einen extrem hohen Teil des Kohlenstoffs, den sie aus der Luft binden, gar nicht für den eigenen Aufbau der Biomasse, sondern scheiden einen riesengroßen Anteil dieses Kohlenstoffs aus und füttern das Mikrobiom, füttern die Bakterien, sorgen also dafür, dass das Milieu optimal wird. Sobald dann die Pflanzen ins Schoß gehen, reduziert sich dieser Anteil massiv und schlagartig. Ich blende das hier ein, diesen Graphen aus diesem Paper. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo die Pflanzen ins Schoßen gehen, in die eigene Vermehrung gehen, sorgen sie sich sozusagen verhältnismäßig weniger um das Biom unter der Erde, um ihre Mikroorganismen, sondern konzentrieren sich völlig auf sich selbst und auf die Vermehrung. Das ist jetzt aber natürlich auch sehr, sehr stark dargestellt, weil man sich in dieser Untersuchung den Anteil der Gesamtbiomasse zu den Wurzelausscheidungen und Gesamtbiomasse zu den Wurzelbiomasse angesehen hat. Die Pflanzen wachsen natürlich weiter und sie scheiden auch noch weiterhin Material aus. Das heißt, insgesamt kommen natürlich noch immer Wurzelausscheidungen im Biom bei den Mikroorganismen an, aber einfach verhältnismäßig weniger wie in vegetativer Phase. Auch die Zusammensetzung dieser Wurzelausscheidungen ändert sich. Plötzlich werden da andere Wurzelausscheidungen gemacht. Das hat man bis zum Schluss noch gar nicht erforscht. Das ist ja auch ein hochkomplexes Thema, das überhaupt zu analysieren, wie man diese Wurzelausscheidungen bestmöglich unter natürlichen Bedingungen simuliert. Ja, nachforscht, was weiß ich, wie man so sagt. Das heißt, wenn die Zwischenfrucht blüht, wird das Bodenleben vielleicht nicht mehr so intensiv gefüttert und ernährt, wie wenn es im vegetativen Wachstum ist. Die Wurzelausscheidungen ändern sich in der Masse und auch hier in der Qualität. Der 5. Nachteil, das sind die Bienen.
Viele Imker sind der Meinung, dass eine spätblühende Zwischenfrucht dafür sorgt, dass die Honigbiene natürlich dadurch hinausgelockt wird zu Zeiten, wo sie normalerweise nicht mehr hinausgelockt wird und damit geschwächt ist und leichter anfällig für die Varroamilbe ist. Das ist aber gar nicht so ein unumstrittenes Thema. Es gibt Imker, die der Meinung sind, dass das eine Frage des Managements der Bienen ist. Ich kenne mich da nicht aus, ich kann das nur so wiedergeben. Ich habe dazu schon mal einen Imker interviewt, auch das Video verlinke ich dir am Schluss. Aber was ich dazu noch sagen möchte ist, es sind ja nicht nur die Honigbienen, die Stäuberinsekten sind. Es sind ja auch Hummeln, es sind Wildbienen, es sind Käfer und Schmetterlinge, es sind ja verschiedenste Insekten, die von der Bestäubung leben. Und es gibt ja auch in der Natur spätblühende Pflanzen. Das heißt, auch hier kann man das vielleicht nicht so pauschal sehen. Okay, klar ist also, die Zwischenfrucht, die in der Blüte steht, wo viele Pflanzen blühen und schön ausschauen, die haben gewisse Nachteile, wenn wir uns das im Hinblick unserer Ziele einer Zwischenfrucht ansehen. Förderung des Bioms, Humusaufbau, Nährstoffkreisläufe. Es ist aber so, diese Nachteile würde ich unter ein Anführungszeichen setzen, denn was ist die Alternative? Die Alternative, um die Blüte hinauszuzögern, ist ganz einfach, die Zwischenfrucht später auszusehen. Statt Mitte, Ende Juli auszusehen, vielleicht im Mitte oder Ende August. Das bedeutet aber, dass wir zwei riesengroße Nachteile haben, die alle anderen kleinen Nachteile, die ich zuvor genannt habe, überwiegen. Nämlich erstens, wir nutzen nicht das Sonnenlicht, das wir im Juli und im August zur Verfügung haben. Jeder, der eine PV-Anlage weiß, es gibt diese berühmte Glockenkurve, am meisten Energie wird in unseren Breiten in Österreich, und je nördlicher du bist, desto wichtiger ist es eigentlich, wird natürlich zu den Zeiten zur Verfügung gestellt von der Sonne, wo die Tage lang sind, wo die Sonneneinstrahlung steil ist, das heißt eben im Juli und im August. Wenn wir die Zwischenfrucht später aussehen, dann können wir diese maximale Sonneneinstrahlung und diese maximale Photosyntheseleistung nicht nutzen. Und dieser enorme Nachteil überwiegt aus meiner Sicht völlig die zuvor genannten kleinen Nachteile der Blüte. Der zweite Grund, der genauso wichtig ist aufgrund der hohen Temperaturen, die wir im Juli und im August haben, haben wir natürlich auch relativ hohe Temperaturen im Boden. Das kann einerseits dazu führen, dass wir in den obersten Schichten, wenn wir keine Zwischenfrucht haben, es zur Reduktion der Mikroorganismen kommt, weil es zu heiß wird, weil es keinen Schatten gibt, schlecht. Andererseits kann es aber auch dazu führen, wenn es genügend Feuchtigkeit gibt, dass es zu einer enormen Mineralisierung gibt. Auch da gibt es ganz schöne Untersuchungen hier von Norman Gensch, verlinke ich dir ein Video dazu, das zeigt, welche Massen an Stickstoff mineralisiert werden in diesen Sommermonaten. Und wenn die mineralisiert werden, dann müssen die genutzt werden, nämlich von lebenden Pflanzen, von unseren Zwischenfrüchten. Und das sind die Gründe, warum aus meiner Sicht diese 5 Nachteile der Blütenzwischenfrucht ganz einfach nicht so wichtig sind und die frühe Aussaat sich trotzdem bezahlt macht, denn die Vorteile der Nutzung des Sonnenlichts und die Vorteile der Nährstoffspeicherung, diese Nährstoffe im Kreislauf zu halten, diese Vorteile sind einfach viel wichtiger. Klar ist also ja auch, im Idealfall baust du die Zwischenfrucht früh an und kannst dann, wenn die in die Blüte kommt, eine zweite Stufe hineinziehen. Diese zweistufige Zwischenfrucht wäre natürlich das komplette Optimum. Dann kannst du bis zur Blüte das Maximum rausholen aus der ersten Stufe und dann im Herbst mit der zweiten Stufe das Maximum aus dem Herbst und aus dem vielleicht noch früher dazu. Das ist aber auch ein anderes Thema. Das bedeutet mehr Kosten, mehr Aufwand. Will ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen. Mir geht es darum, dass die blühende Zwischenfrucht gar nicht so die Nachteile hat. Klar, es sind Punkte und Themen, die man berücksichtigen muss, aber die Vorteile überwiegen und die Spaziergänger und Nachbarn werden es dir danken und das Bild der Landwirtschaft wird auch ganz einfach besser. Also, ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und nicht vergessen, die Biene mag das vielleicht doch. Bis bald. Wenn dich das Thema interessiert und wenn sich Ackerbau, der nachhaltig und profitabel ist, interessiert, wenn das dein Thema ist, dann abonniere doch gerne unseren Kanal.